Moin ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem neuesten Video. Hier heute mal nicht aus der Berliner Innenstadt, sondern ja, aus Berlin-Pankow, und zwar aus einer Kleingartenanlage, denn wir haben einen Kleingarten übernommen diese Woche und ich bin hier, um euch diesen heute das erste Mal zu zeigen. Wir sind zu dritt, das heißt also Martin und Tim zusammen mit mir haben diesen Garten mit Laube erworben. Also wir pachten ihn und haben das, was draufsteht, alles gekauft und starten jetzt direkt im Februar 2021 mit der Neugestaltung, Aufbereitung dieses Kleingartens. Und wenn ihr Lust habt, dann seid ihr mit dabei. So, das ist der Garten einmal von außen zu sehen. Was ihr hier seht, sind vor allem zwei große Kiefern, die schon entfernt worden sind. Da muss jetzt am Wochenende das Grünzeugs abtransportiert werden und wir müssen uns auch noch um die Baumstümpfe und die entsprechenden Wurzeln kümmern, damit das auch rauskommt. Da hinten sieht man Martin schon, wie der da einen alten Baum wegmacht. Das gehört auch zu den Auflagen, die wir bei der Übernahme unterschrieben haben. Ja, das sind übrigens tote Bäume da hinten. Die leben nicht mehr und deshalb müssen die weg. Die sind auch schon abgebrochen. Und diese Kiefern hier vorne, die waren irgendwie so sehr groß, dass das scheinbar nicht mehr den Vorschriften des Kleingartens entsprochen hat. Das wurde aber nicht durch uns entfernt, sondern das hat hier der Gartenverein schon für uns übernommen. Und wir müssen jetzt nur noch die Entsorgung übernehmen. Ja, jetzt gehen wir mal hier rein, durchs Tor. Sieht man auf der linken Seite gleich hier so einen großen Haselnussbusch, der auch ordentlich blüht. Ich war da gerade schon drin, weil da unten ist Wasseranschluss oder Wasserhahn, hoffe ich jedenfalls. Irgendwie ist da ein Schloss vor, aber wir haben es versucht aufzumachen, um halt das Wasser zu aktivieren. Hat noch nicht so funktioniert, aber okay, dann gehe ich mal hier weiter. Schöne oder auch nicht so schöne Rasenfläche. Wie gesagt, hier ist noch Baustelle ordentlich, das muss alles entsorgt werden, aber das kommt dann in der nächsten Zeit. So, dann schwenke ich mal hier rüber. Ach, hier ist der schöne alte Apfelbaum, der wohl auch ordentlich trägt, sagte die Nachbarin schon. Und neben dem Apfelbaum ist auch unsere kleine süße Lotti hier. Lotti, guck mal, wer ist denn da? Das ist Lotti, unsere kleine süße Hündin aus Griechenland. Ja, jetzt geht es hier weiter. Hier sind hier diese Baumreste, die Martin schon bearbeitet. Kommst du gut voran? Geht, sagt er. Er hat gerade schon gefragt, als ich das Video gemacht habe, ob ich nicht auch endlich mal helfe. Ich sage, ja, das mache ich. Ich muss aber erstmal das Video machen. Ja, hier ist so eine Hecke. Da sind wir auch im Überlegen. Die wird höchstwahrscheinlich wegkommen. Hier ein kleiner Teich. Da wird auch gerade überlegt, was damit gemacht wird. Ob wir da einen größeren Teich draus machen oder ja, so ein Büschchen. Was war das? Eine Zuckerhutfichte? Ja. Vermutlich eine Zuckerhutfichte. Auch da sind wir am Überlegen, ob das nicht einfach uns auch zu viel Platz wegnimmt. Oder wir einen neuen Besitzer dafür finden. Genau, so jetzt schwenke ich mal hier rüber. Nicht zur Nachbarin, sondern das soll alles Acker werden, ist jedenfalls der Plan. Mal gucken, wo das Hochbeet hinkommt, was ich schon plane ganz kräftig und mir da auch schon ganz viele Informationen einhole und YouTube-Videos mir anschaue. Das ist unsere Laube von vorne. Die hat eine kleine Küche, Einbauküche, eine Toilette, so eine Art Wohnzimmer und so eine Art Schlafzimmer. Also Zimmer ist schon, ist schon fast übertrieben, es sind sehr kleine Räume, aber naja, so ist es halt in einem Garten. Ja, gehen wir mal hier vorbei. Es ist halt auch einiges an Bewuchs vorhanden. Büsche, Pflanzen, Bäume. Ich kenne vieles ehrlich gesagt noch nicht, aber ja, das kommt dann. Ja, hier sieht man die Terrasse, die ja auch scheinbar in einem Zustand ist, der ja zu überarbeiten ist. Aber ich habe schon überlegt, man kann scheinbar diese Fliesen auch benutzen als Drainageschicht im Hochbeet. Ja, hier vorne wieder einiges an so kleiner Hecke.
Ich weiß, man sieht halt nicht so richtig, was die Vorpächterin damit gemacht hat, was da drin stand alles, weil jetzt so viel von diesem Gras da drin steht. Aber ja, da ist einiges, kann man einiges machen. Und wenn wir hier weitergehen, kommen wir vorne zu so einem Kompostplatz, Kompostanlage. Das hier links ist, ja, das ist Steinboden darunter. Also das ist ja wohl schon eher nicht für den Kompost geeignet, um den anzulegen. Bei dem rechts weiß ich es noch nicht, aber das werden wir dann auch mal uns anschauen. Irgendwas wird man damit schon machen können, und wenn man notfalls den Boden unten aufstemmt, damit da auch entsprechend die Organismen in den Kompost kämen. Hier vorne eine Magnolie, sehr schön groß hier. So groß, dass sie beschnitten werden muss. Auch das ist Auflage, dass wir das tun, also dass sie entsprechend beschnitten wird, damit man da wieder durch den Eingang vernünftig reinkommt. Bin ich mal gespannt. Dann geht es hier weiter. Hier steht so ein Busch. So ein Busch mit lustigen Blütenblättern. Schreibt gerne in die Kommentare, was das für Pflanzen sind, die ich hier filme. Ich weiß es zum Teil noch nicht. Habe mich aber auch ehrlich gesagt noch nicht so richtig bemüht, das rauszufinden bei vielen Sachen. Aber das kommt sicherlich mit der Zeit. Und wie gesagt, wenn ihr mir gerne sagt, was es ist, da freue ich mich drüber. Dazwischen auch wieder Haselnuss. Ja, und da oben kann man schon sehen, Dachrinne ist irgendwie vorhanden, aber da muss auch ein bisschen was gemacht werden, damit ich da vernünftig Wasser auffangen kann. Ja, das ist hier der Vorgarten, sage ich jetzt mal so, weil hier ist, wie gesagt, ja auch nochmal ein Gartentor. Und das hier ist eigentlich der große Hauptweg. Also das ist der Weg, an dem wir unseren Garten haben. Und der ist auch schön breit, also da kommt man auch mit dem größeren Auto dann durch, um Sachen anzufahren, abzufahren. Und hier steht ein kleines Bäumchen noch. Ja, ist mir jetzt auch wieder nicht bekannt oder bewusst, was es ist. Aber das kommt, wie gesagt. Und hier geht es auch weiter mit Yucca-Palme oder Stechpalme. Eins der beiden Sachen, würde ich sagen, ist es, denn das steht auf dem Wertermittlungsprotokoll drauf. Ja. Hier wieder ein riesiger Haselnussbusch, und ich glaube, der steht auch auf unserem Grundstück. Zu diesem anderen Grundstück fehlt halt die Grenze, also der Zaun bisher, deshalb ist das noch so ein bisschen zu mutmaßen, aber da steht so ein Teil, also da steht so ein diese Sichtschutzwände, und entsprechend denken wir, dass es dann schon auch noch auf unserem Grundstück steht. Ja, hier ist auch wieder so ein Baumstuppen, so ein Überrest, der weggemacht werden muss, und wobei ich das gar nicht so hässlich finde. Und hier ist dann ein kleiner Anbau noch, ein Schuppen. Hier sind ganz viele Gartengeräte drin, wo wir jetzt echt mal schauen, ob wir da auch wirklich einiges noch gebrauchen können, weil so wie es hieß, sind da Rasenmäher und Sachen drin, also auf jeden Fall auch Gartenstühle. Hier sind Brombeeren oder Himbeeren, und Wein ist hier auch. Mal schauen, was das werden kann mit Wein oder nicht Wein. Ob wir weinen werden. Genau, hier ist das ist der Wacholder, oder? Ja, das Wacholder auch offensichtlich nicht mehr in einem lebenden Zustand. Ist auch Auflage, den zu entfernen. Aber finden wir natürlich insofern auch nur gut, als dass wir dann mehr Platz haben, um hier ja was Neues zu gestalten. Ja, hier ist schon Pause angesagt, ja. Oh Gott, Lotti hat auch Hunger. Lotti macht auch Pause. Martin macht Pause, die hat er sich nämlich auch gut verdient, weil er doch einiges schon geschafft hat. Ich habe euch ja vorhin schon mal das gesamte Grundstück gezeigt, ja, und jetzt, wow, sind die ganzen toten Bäume jetzt schon weg, und man kann jetzt schon durchgehen, schauen. Ja, ich bin hier gerade dabei, einmal den Schuppen auszuräumen, komplett, um zu gucken, was wir an Gartengeräten so haben. Da ist echt super viel da. Ich habe auch gesehen, es ist ein Häcksler da, wir haben einen Tisch schon da, wir haben wirklich super, super viele Sachen da. Natürlich ist da auch irgendwie einiges, was entsorgt werden muss. Aber ja, also hätte ich nicht gedacht, aber schon im ersten Video seht ihr einen Fortschritt. Hier ist schon einiges weggemacht worden. So, jetzt ganz kurzes Update zum Ende des Videos. Wir haben jetzt hier tatsächlich in dieser Ecke ein bisschen was freigemacht. Einiges freigemacht, und hatten jetzt auch schon Überlegungen bezüglich der
Baumstümpfe, die wir von den Kiefern noch im Boden haben, die wir eigentlich ausgraben müssten. Aber da kam uns eine Idee, die ziemlich genial klingt fürs Erste. Wenn ihr mehr Ahnung von Gärtnern habt als ich, dann schreibt gerne in die Kommentare, warum das vielleicht nicht so eine gute Idee ist. Aber ja, ich sage euch das gerne mal. So, also hier sieht man jetzt die Baumstubben, die noch übrig sind. Vom Wacholder, wie auch von, was war das noch? Eine Kiefer? Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwas, was man hier auch gar nicht mehr erkennen konnte. Da sind die Reste noch. Und hier haben wir auch noch ganz viel Strauchzeugs weggemacht. Hier sieht man diese Überreste, die hier alle scheinbar von drüben, vom anderen Garten, durch diese Wand schon durchkommen. Und wir hatten jetzt die Idee, das ein bisschen zu nutzen. Also hier das natürlich noch kürzer zu machen, diese Baumstubben da. Aber wir hatten dann die Idee, genauso wie hier drüben, wo ja die Kiefern entfernt wurden, weil sie entfernt werden mussten, hier einfach unser neues Hochbeet drüber zu stellen. Also über die Baumstubben hier. Und da ist noch eins. Also dass man hier ein Hochbeet macht. Der Boden könnte hier durch die Kiefern sowieso ziemlich versauert sein oder versäuert sein. Entsprechend vielleicht sowieso nicht so gut. Und dann macht es doch Sinn, vielleicht da jeweils unsere Hochbeete hinzustellen. Also über die Baumstubben rüber. Und dann rottet das so ein bisschen vor sich hin und man hat einiges weniger zu tun, auch mit dem Ausgraben der Wurzeln. Ja, das ist jetzt so eine Idee, die uns kam. Die Idee hatten Martin und ich. Und ich denke, wir besprechen das auch mal mit Tim, weil der natürlich auch einverstanden sein muss. Aber ich wüsste jetzt nicht, was da großartig gegensprechen soll. Ja, also man sieht, hier ist schon an einem Vormittag oder an einem Morgen ganz schön viel passiert. Das ist unsere Luke, wo es zur Wasseruhr geht und zum Wasserhaupthahn. Ich bin da runtergeklettert, was wirklich echt so mannshoch ist oder tief ist, und habe diesen Hahn aufgedreht und da ist leider ganz und gar nichts passiert. Also es ist kein Wasser innen geflossen, weil wir vermuten, dass diese Hauptleitung vom Weg noch abgestellt ist. Ja, also hoffentlich wird das heute oder morgen auch angestellt, sodass wir am Wochenende, wenn wir hier noch arbeiten, ja auch fließendes Wasser haben. So, das war mein erster Gartenrundgang durch unseren neuen Kleingarten. Wir sind super aufgeregt und freuen uns total, dass wir diese Möglichkeit haben, was Schönes zu gestalten. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen oben, abonniert meinen Kanal und dann bekommt ihr auch die nächsten Videos über den Fortschritt des Gartens mit und auch andere Videos, die ich mache. Ich freue mich über kluge Kommentare, die Ratschläge geben, Tipps geben oder auch sagen, was du da machst, ist total falsch gerade. Also heute hoffentlich nicht, weil wir machen noch nicht so viel. Das wäre sehr schön, wenn ihr mit uns interagiert. Ja, die Videos sollen jetzt regelmäßig kommen. Mal schauen, in welchen Abständen und wie viel wir auch machen können, weil der Garten natürlich auch wirklich viel Arbeit jetzt erstmal mit sich bringt. Wir haben Ende Februar, am Wochenende kommen direkt Freunde, die helfen mit einem Anhänger, die geschnittenen Kiefern wegzubringen. Also es gibt viel zu tun. Ich hoffe, ich kann zwischenzeitlich auch mal die Kamera einstellen, damit ihr daran teilhaben könnt. Ich freue mich drauf.